Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 2. Inzwischen im zweiten Epilog sozusagen. Ich glaube, das war zumindest als Epilog allerdings mit anderem Namen gekennzeichnet, nachdem wir mit Lloyd und Rishi ja beim letzten Mal einen ersten Blick in Richtung Crossbell werfen konnten. Jetzt aber wieder zurück in Trista sind, nachdem Reen seine Mission dort erfüllt hat, mehr oder weniger erfolgreich. Auf jeden Fall habe ich ja beim letzten Mal mit ihr noch nicht gesprochen. Guten Tag. What's with the sour face? Come along, eat up. What you need is to down a warm meal. There's nothing like a full stomach to bring a smile to your face. Come along, eat up. There is nothing like a full stomach. Okay, hier wiederholt sie sich. Alles klar. Hast du denn irgendwas Neues im Sortiment? Also ich hatte ja beim letzten Mal schon festgestellt, dass ich jetzt eigentlich nicht unbedingt groß mich bevorraten will mit irgendwas, weil wir vermutlich aufs Ende zulaufen, weil hier... Achso, das war wegen der Tür. Ich dachte, ich könnte jetzt hier bei den Fässern, Urnen, Gefäßen irgendwas machen, aber das wäre irgendwie merkwürdig und unüblich. It's hard to believe the second years only have a couple of weeks left here now. I still remember the day they enrolled here like it was yesterday. I think I'll treat them to something nice tomorrow. Na dann, I still remember the day the second years enrolled here. Tomorrow. Okay, na, dann bin ich ja mal gespannt. Ist da irgendwas? Nee, guck mal, der tut nur so, als würde er was zubereiten. Oder es ist so unsichtbar und entzieht sich meiner Kenntnis, was sich da in seiner Pfanne befindet. Aber ich frage mal lieber nicht nach. Er wird schon wissen, was er tut. So, dann gehen wir jetzt mal nach oben. Ich bin beim letzten Mal nämlich nur unten bei den anwesenden Students gewesen. Nicht aber ganz oben, wo unter anderem das erste rote Ausrufezeichen wartet. Kommen wir jetzt hier vielleicht in den Elite-Club der Nobles. Selling for the exclusive use of the nobility. Lower class students may not enter under any circumstances. Alles klar. Würde mich trotzdem mal interessieren, wie es da drin aussieht, weil, ja, also ich meine, vielleicht machen die auch viel heiße Luft um nichts, ne? Aber vielleicht ist das auch irgendwie da oben voll die Luxus-Ecke, keine Ahnung. You feeling any better now? I mean, endless ocean of work aside. Honestly, the work's not all that bad. It's kind of nice to get back to a mundane life after so long away. I think my time in Crossbell helped me realize what's important to me, like spending time with everyone here. Als ob du das nicht vorher schon wusstest. If you say so, just don't forget to rest up. Knowing you, you'll be busy again soon enough. Make sure to get some rest. Knowing you, you'll be busy again. Ja, ich meine, die Erkenntnis, die hatte er doch bestimmt schon 2-3 Mal jetzt hier im Laufe der letzten Main-Game-Events, oder? Dass das so seine Prio im Leben ist. Sitting in the club room as the sun sets, reading and writing with Dorothy. I really love times like these. I hardly realized just how much until recently, truth be told. It's kind of sad to think that come next month, this will all be a memory. It's only now that I realize how much I've come to love the literature club. Even if I spend most of my time evading Dorothy's attempts to turn me on to her favorite genre, I really miss it. Tja, das ist doch eine schöne Erkenntnis irgendwie, wobei ich glaube, dass du das auch vorher schon wusstest, dass du dich hier wohlfühlst, sonst wärst du ja schon viel früher ausgetreten oder hättest uns dein Leid geklagt oder so. I actually was a little lost about what to do once I graduate, but my heart's finally set on becoming a writer. That's why I've been submitting my work to every literary magazine I can find. Literature is an important part of our culture, so I don't want a war to ever make us lose sight of that. Ja, part of our culture. Ich weiß aber nicht, ob das auch auf diese Literatur zutrifft, die du so über alles liebst. And if I can do that through a profession I love, well, all the better. I've been submitting my work to all sorts of different literary magazines. Also, nee, das ist neu. Hoping to become a published author. Shockingly, none of them have been terribly keen on my work so far. Not that that worries me. You know what they say, the best cure for a downtrodden heart is beautiful romance between the purest of boys. Ja, I've been submitting my work to all sorts of different... Okay, das hatten wir schon mal.
Ich weiß ja nicht. Man sagt ja immer, wenn du nur lange, konsequent und leidenschaftlich genug dabei bist, dann wirst du irgendwann mal auch erfolgreich sein in dem, was du tust. Aber das gilt leider nicht für alle Sparten, beziehungsweise behaupte ich mal, dass das in einigen Sparten deutlich schwerer zu erreichen ist als in anderen. Oh yeah, my brother finally got back from Crossbell. He just showed out of nowhere back home. It was a big deal though, given how long he's been out of touch. I was out fishing and missed the whole thing. It seems like there has been a change in the ecology of fishing spots all over Erebonia in the past few months, which is a fancy way of saying my old fishing strategies don't work anymore and I've got to think up new ones. At least that's fun to do. It seems like there's been a change. Aha. Okay. Ich weiß nicht, ich bin jetzt irgendwie nicht mehr so gehypt, weil ich weiß, dass ich jetzt von jedem Fisch schon ein Exemplar gefangen habe. Das hier hätte ich aber gerne noch. Ich glaube, da werde ich jetzt nie hinkommen. Es sei denn, ich nehme tatsächlich nochmal die Angel in die Hand und drehe ein paar Runden, aber da sehe ich mich aktuell nicht. Still Blue wäre auch interessant. Das könnte man dann nämlich Elliot auch einmal noch geben. Könnte ich mir theoretisch noch leisten. Ah, schwierig. Ich weiß halt nicht, ob es notwendig ist. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass wir hier noch kämpfen werden im Epilog. Und ich kann mir erst recht nicht vorstellen, dass du das Equipment 1:1 mitnimmst ins nächste Spiel. Aber es kann natürlich sein, wenn man die Speicherstände wieder übertragen kann. It's scary just how fast the time has gone. I'm sorry that I couldn't accept your request though. Oh, don't worry about it. By the sound of it, there will only be one chess club next year anyway, for both upper and lower class students to use. Live your life how you want to. I couldn't ask for anything else. Thank you. I can't believe Marcus and I have known each other for an entire year now. Time really flies. All the late nights we spent together, battling it out over a chessboard, just the thoughts making me all emotional. Oh, come on, there's nothing to cry about. Oh, der weint sogar. Oh, wie schön. Dass die beiden eng miteinander waren, das wussten wir vorher auch schon, aber nicht so eng. I can't believe Marcus and I have known each other for an entire year now. Time really flies. Ah, cool. Ich glaube, du hast ja deinen besten Freund. Na, Marcus, mit wem bist du besser befreundet? Mit Dreen oder mit Stefan? Erzähl mal. We're lucky to have been students here. Not only did we get great classmates, but we got great second years too. And yes, I'm including Crow. We're lucky to have been students here. Not only did we... Ja. Und nein, ich finde sowas ultra scheiße. Das war auch gerade nicht ernst gemeint, wenn man so anfängt, Freunde irgendwie untereinander zu ranken. Ich meine, ich liebe Rankings, aber in zwischenmenschlichen Beziehungen hasse ich sowas. Und ich finde das ganz, ganz schlimm, wenn man in Freundeskreisen irgendwie dazu genötigt wird, sich festzulegen, magst du den oder magst du den lieber? Ich meine, am Ende des Tages spürt man doch, wie stark die Verbindung ist und viel mehr braucht es auch nicht. This appears to be a dark room for developing photos. Werde ich jemals all diese Schilder hier nochmal lesen können? Rex and I sent in some of our war photos to the Imperial Chronicle and they really loved them. We even received special recognition during the last Pulitzer Prize ceremony. That in turn led a man named Norton to offer me a job at the Chronicle, which I graciously accepted. I plan to use that position to spread the truth to as many people as possible. War das gerade eine abgewandelte Form vom Pulitzer-Preis? Das ist bestimmt auch urheberrechtlich geschützt, ne? Dass die den hier so nicht nennen dürfen. Also ich glaube, das war irgendwie an den angelehnt. Rex and I received special recognition during the last Pulitzer Prize ceremony for the photos we sent in. The Chronicle even extended a me job offer. Ist das richtige Grammatik? So that's where I'll be after I graduate. Rex, on the other hand, still hasn't expanded his photographic interests beyond girls. Why did I leave the future of the club in his hands? Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Also, ich würde ja als New Year, der hier beginnt mit einem Rex an der Spitze dieses Clubs, irgendwie gar keinen Bock drauf haben, muss ich sagen. Es sei denn, er reißt sich zusammen in dieser neuen Funktion. Huh? This was the Occult Research Society's room. I can't see any sign of Beryl either. Maybe the club's been closed? Na, oder sie ist jetzt woanders. Es hat aber kein Notebook-Update jetzt gerade gegeben. Ich überlege nämlich gerade nicht, dass ich bei anderen verschlossenen Türen
auch irgendwas Neues hätte auslösen können oder irgendein Update oder so. So, ich würde mal sagen, jetzt klopfen wir hier. Sounds like someone's talking inside. Oh, and about next year's entrance ceremony? Don't worry, I've got all the arrangements sorted out. Achso, da oben stand gerade, dass das letzte Tower war. Excuse me, could you stamp this for me, please? Hold on just a sec, I'll be right there. She sounds really busy. I should probably go and check in on the engineering building first. Cool, finde ich gut. Ich hatte nämlich große Sorge, dass ich die falsche Reihenfolge gewählt habe, aber das Spiel gibt's vor. Könnte man jetzt auch wieder doof finden, aber ich finde es gut. Ich finde es gut, weil dann habe ich eine Sorge weniger. Deswegen habe ich beim letzten Mal auch hier gespeichert. Also klar, auch weil ich den Part hier beendet habe, aber es war nämlich das Gesprächsthema beim letzten Mal, dieses Gebäude, was dahinter errichtet wurde oder immer noch wird. Ich weiß nicht, ob das schon fertig ist. Oh. Hey there, Rain. Looks like someone's done with class for the day. Yep, just got out. Wait, is that? Yep, Angie's brand new bike. We started building it for you, but then we had a change of heart. I just couldn't tear you away from your current ride after you'd grown so attached. Now I feel bad, considering I pretty much did just that to you. Your new one's got a pretty cool design, though. Don't get too jealous. The specs are pretty much the same as yours. Well, before Angie tunes it up and adds her custom gear for distance riding, that is. But distance riding would mean... You're planning on going off on some big journey, aren't you? 10 points to Rain. I just felt like it was time for me to go out and see the world for myself. My martial arts teacher did the same thing once, so I'm sure it'll be a valuable experience for me. The plan for now is to travel through the entirety of Zemuria. That's not a very specific plan, and a pretty sizable journey. You can say that again. I have no idea where she finds the energy. Oh, really now? Your plan to visit the continent's most famous engineering factories is pretty much exactly the same thing. You really think so? I take it you'll be leaving Erebonia for a while too, George? Seems that way. First stop's Liberl and ZCF. Always wanted to see it. After that, I got my heart set on a trip to the Epstein Foundation over in Le Mans State. While I'm at it, I think it'd be nice to pay a visit to the Vern Company in Calvert, too. Will you even be able to get into Calvert at this point? Hey, I didn't say it'd be easy, but I think I can pull some strings. The real reason for this trip is to figure out what I can do as an engineer to help smooth over our international relations. Meeting the continent's finest engineers and discussing things with them should really help get the ball rolling on that. You've thought that far ahead. That's really admirable. I hope you can find a way to make that happen. Even though I feel kind of hypocritical saying that, as someone who participated in the war. Don't beat yourself up over it, Reen. You have nothing to be ashamed of. That was your only option, given the way the Chancellor set things up. Your actions actually helped us avoid an even longer, more brutal war. But... Angie's right. You played a role that no one else could have. Just think. If things kept going the way they were going, we could have been at war with all of Crosspell. I don't even want to imagine the number of lives that would have been lost if you hadn't stepped in the way you did. Of course, us telling you whether or not you should feel guilty doesn't matter. It all comes down to you facing your own feelings over what you did. But there's one thing we'd like you to remember as you do. You're not alone, Rain. You've got friends who understand why you did what you did. Sometimes I wonder how I was lucky enough to get such good ones. Thanks, you guys. This really helps. Don't mention it. On a completely different note, why don't you pay Valimar a visit while you're here? You spared no expense making sure he'd be nice and cozy in there. I think I will. But not to discredit your coziness efforts or anything, but he seems fine no matter where I leave him. Well, aren't you a sweet chevalier? Maybe I'll check in on him in a bit too. Ja, lass uns zusammengehen. Gar kein Thema. Ist jetzt nur die Frage, soll ich dann zuerst zu ihm oder zuerst zu Tower?
Bin mir nicht so ganz sicher. Talken. This tour of mine's not gonna be easy with the international climate the way it is, but I'm still excited to get started. I'm going to learn a ton about technology, about how a nation's culture affects its people and its engineers. I can't wait. I just hope seeing all that stuff helps me figure out what I should be doing with my future too. Ich denke schon. I plan on going to see Professor Schmidt before I head off. Seems busier than ever these days though, which means you probably just tell me to get lost. But hey, at least I'll be able to say I tried. So sieht's aus. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und bevor man irgendwann mit der Reue lebt, es nicht ausgetestet zu haben, sollte man vielleicht einmal kurz gegen die Wand rennen. Man muss sich ja nicht gleich den Kopf völlig kaputt schlagen, aber einmal kurz anstupsen und gucken, ob es gelingen könnte, kann auf jeden Fall nicht schaden. Ja, Hit 2 hätte ich gerne gehabt, als wir mit Lloyd und Rishia unterwegs waren, aber da hatte ich die Auswahl leider noch nicht. Ich könnte hier Slots upgraden. Speichert sich das eventuell, wenn ich irgendwann auf Teil 3 umschwenke? Ich weiß es nicht. Aber solange ich die Seppets über habe, würde ich das jetzt einfach mal machen. Wobei, warte mal, ich fange mal erstmal bei meinen Hauptcharakteren an und mache die erstmal voll. Emma hatten wir schon completed. Josis zähle ich da inzwischen auch zu. Vieh auch. Ey, es tut mir voll leid. Gaius, Milliam, Elliot, die ganzen Leute, die jetzt hier mal so hinten überfallen. Alles coole Charaktere. Aber irgendwann kristallisieren sich halt so die Favorites raus, ne? Aber guck mal, es reicht trotzdem für alle. Also insofern bleibt hier keiner auf der Strecke. Und, ja, alle Slots kriegen wir frei. Könnte ja glatt eine Trophäe geben, ne? Aber wird's, glaube ich, nicht. Daran hätte ich mich vermutlich erinnert. So, ja, hier bin ich gerade schon gewesen. Das bringt uns nicht allzu viel. Hier könnte ich noch ein bisschen eintauschen. Aber solange ich kein Geld brauche. Wobei nicht, dass der die Mira überträgt. Ich wäre, also in den dritten Teil dann irgendwann, vielleicht auch in die Crossspell-Spiele. Ich weiß nicht, inwiefern sich das eventuell überlappt, aber es wird nicht mehr lange dauern, bis ich das rausfinde. So, ich würde jetzt überall nämlich die 4000 als Grenze einfach wählen. Damit bin ich wieder bei über 60.000 Mira. Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Können wir hier noch irgendwas customizen? Ja, Semurian Ohr, ne? Das hätte man in der Infernal Castle noch aufsammeln können. Also die Shards, nicht das Ohr selbst. Indem man zurückgegangen wäre an die Stellen, wo man die... oh, sorry, bin gerade gegen das Mikro gekommen. Wo man die Enforcer besiegt hat. Und das habe ich aber gelesen zu einem Zeitpunkt, wo ich mit der Aufnahme schon zu fortgeschritten war. Deswegen habe ich mir jetzt den ganzen Weg nicht nochmal angetan. Vielleicht wäre ich den aber auch nicht zurückgelaufen. Also, obwohl doch, es gab ja Teleporter, ne? Ja, vielleicht wäre ich den doch zurückgelaufen, wenn ich es rechtzeitig gelesen hätte. Auf jeden Fall wollte ich es zumindest einmal zur Sprache gebracht haben. You can imagine that my father wasn't exactly thrilled with my decision, but he gave in eventually. I suppose I should be grateful for having such an understanding father and such a hard head. There's no telling when I'll be back, but I guarantee that I'll be even more awe-inspiring than I am now. Oh, and the stories I have to tell, you've got a lot to look forward to. As soon as the graduation ceremony is over, I'll hit the road. I am curious as to how things will go back home with the situation being what it is, but, well, I think it's best that I focus on my journey and nothing else. I only get one shot at this, right? Irgendwie teile ich ihren Thrill. Also es gibt manchmal so Tage, Wochen, Phasen, wie auch immer, wo ich auf genau sowas auch Bock hätte. Einfach irgendwie ins Auto setzen, in die Pampa fahren, kleine Weltreise oder Landreise unternehmen und einfach mal rein ins Nirgendwo. Bei Angie, ich weiß nicht, ich fand sie war nie lange genug Teil des Teams und ich hatte gehofft, dass das im Laufe von Teil 2 dass sie irgendwann mal als langfristiger Charakter auch mit reinkommt. Den Punkt haben wir aber leider nie erreicht und das finde ich irgendwie schade. Ich überlege gerade, ob ich nochmal zu Tower vorbeischauen soll, ob man da jetzt rein kann, aber ich gehe jetzt erstmal hier hin. Ich glaube, das ist am Ende egal. Hoffe ich. Night Soldat Storage Area. Nett?
Hey, Valimar. How you holding up? Relatively comfortably. My ability to self-repair means that maintenance is not mandatory, but I expect it will increase my operating efficiency. Glad to hear it. This is going to be our new home base for the time being, so you can get in as much maintenance as you need. I'm gonna need you a lot in the days ahead, Valimar. I will strive to meet your expectations. Something wrong? Not as such. I thought I sensed something unusual, but it must have been my imagination. You really are getting to be scarily human these days, you know. What was it you sensed, though? A person? I am unsure. It may have simply been a fluctuation in the earth veins below us. Similar fluctuations are hardly abnormal. Well, if you don't think it's anything worth worrying about, I'll try and put it out of my mind. If you sense anything strange in the future, though, let me know, okay? You can tell me... telepathically was the word, right? Indeed. I shall use it to inform you should I sense anything is amiss. Na, mal gucken. Ey, wenn er nicht so als Plot-Twist ganz am Ende davon noch Gebrauch machen wird, um irgendwas ganz Übles anzukündigen. Ich weiß ja nicht. Wir werden sehen. Be at ease, Rena. I shall inform you of impending danger should anything be amiss. This is an ideal opportunity for you to rest and recover from your missions. Use it as you see fit. Time is a valuable thing which cannot be reversed. Yeah, you're right. Thanks, I'll try and take it easy. You needn't thank me. Doch. Das sagt Rena auch immer. Ihr seid euch schon irgendwie ähnlich geworden. You have no missions to attend to for the time being. For now, you should focus on enjoying the time that you have. Time is a valuable thing which cannot be reversed. Der hat's hier irgendwie, finde ich, so ungemütlich. Also ich meine, das wird ihn wahrscheinlich gar nicht stören, aber braucht ein Valimar auch nicht irgendwie Frischluft oder so? Hier sind ja nicht mal Fenster. Oder ich sehe die... Ach doch, hier. Ja, aber die sind so, vor allen Dingen führen die gar nicht nach draußen. Die führen doch hier in den Nebenraum, oder? Guck, warte mal, wenn ich jetzt hier wieder reinlatsche und nach links gucke. Ja, geile Fenster, super. Dann siehst du hier den Rücken dieses Bücherregals. Das erfüllt voll seinen Zweck und so. Kann man mal machen. Exactly thrilled. Okay, hier wiederholt sich jetzt wahrscheinlich niemand. Ich gucke nochmal kurz, ob George irgendwas sagt, jetzt nachdem wir bei ihm waren. Sieht aber nicht so aus. Boah, was bin ich gespannt, ob man die beiden dann im dritten Teil irgendwann wieder sieht. Also eigentlich, so wie die Charaktere jetzt hier geschrieben sind, dass George irgendwie nach Calvert wollte und Angie jetzt irgendwie auf große Tour geht, das lässt eigentlich alle Optionen offen, ne? Also theoretisch könnten die Autoren dann aus heiterem Himmel beide Charaktere wieder auftreten lassen, ohne dass es allzu unrealistisch wird. Da gibt es ja verschiedene Szenarien, die denkbar wären. Insofern gehe ich mal davon aus, dass das nicht die letzte Begegnung war. I can't hear anyone talking now. I guess the meeting must be finished. Maybe I'll be able to see her now. Knock. Knocking on Towa's door. There's definitely someone in there, but there's no response. Oh, I know. Sie ist wieder eingeschlafen. Excuse me, I'm coming in. So wie in Teil 1, das eine Mal Wolverine noch seine Jacke über sie gelegt hat. Genau das Bild habe ich erwartet. Yep, I knew it. No wonder she fell asleep. She must have been really busy getting everything sorted out for the spring. Makes me remember finding her like this over in the computer room. Zwei doofe ein Gedanke. Genau diese Szene. Oh, right. I probably shouldn't look too much or she'll get mad when she wakes up. Angie. George. Crow. Rain? What are you doing in my room? Wait, this is the student council room.
I must have fallen asleep. Sorry for coming in without permission. I did knock, though. Don't worry about it. It's my fault for dozing off like this. Why do you always have to keep finding me like that? I hope you weren't looking at me while I was sleeping again. I did try to look as little as possible. Well, if you say so. Is something the matter? You're not looking too well. No, I'm fine. Maybe the light streaming in through the window is making me look off color? I feel fine, really. Come with me. What's this all about? I know that you're a boy and all, and I do think that you've grown a lot during your year here. No, I probably shouldn't even call you a boy anymore. You're a grown man now. But that doesn't mean you always have to stand and endure everything life throws your way. Okay? If it gets too much, it's alright to sit down and let it all out. Whether you're a boy or a grown man doesn't change that. It's okay, Reen. I'm so sorry. I'm so sorry. I promised I'd bring him back. I promised I'd make him graduate with you. But I couldn't do it. It's okay. You did everything you could. You made sure he knew how we all felt. And you let all of us know how he really felt too. So, don't get so worked up about it. Okay? Oh, tut mir schon ein bisschen leid. Aber es stimmt, seit dieser Situation... I didn't want anyone to see me like that. Seit dieser Situation hat er sich nie jemandem anvertraut, ne? Also ich finde, man hat das so aus Spielersicht relativ schnell verdrängt, dass er diese Last eigentlich noch mit sich trägt und scheinbar hat Towa hier genau einen Nerv getroffen. Well, I guess we're even then. Not like I jump for joy every time you catch me sleeping. Have you finished getting everything ready for the next student council now, by the way? Yep, my days of being president are almost done. The first years taking over are really smart, though. I barely had to teach a thing in the end. Still, it must have been hard work getting through it all. You're going on a tour of various NGOs after graduation, right? Yep. The plan's to take a year to visit NGOs in lots of different fields. Politics, economics, engineering, medicine. After that, I'm not sure what I want to do. I'll probably join either the army or something related to the government, I suppose. Well, I'm pretty sure they'd both love to have you. There's no chance either one would say no to you. Especially since taking a year off hasn't made them any less determined to recruit you. After all you did with commanding the courageous, it's no wonder you're so in demand. I don't know. I don't think I did anything special, really. Still, I feel like it'd be best in the long run for me to see the world from a variety of different perspectives. I don't know what path I'll choose, but I want to step onto it with a firm decision on how things should be. I think that's the best thing I can do for this country's future. Maybe I'm being a little overdramatic there, though. Not at all. After how much you've done for this academy, I can only imagine how much you could do for this country. Just try not to overwork yourself, okay? We're with you all the way, but we will always worry, you know? Thanks. Oh, I almost forgot. What was it that made you come here? I mean, I'm happy you did, but... Oh, I'd completely forgotten too. I just came to ask if there was anything I could do to help tomorrow, seeing as it's another free day. But you've only just come back. And besides, tomorrow's your... That's all the more reason I want to spend tomorrow's free day the same way I spent all of the others. It wouldn't feel like our final free day is Class 7 if it were any different. Well, if you say so. Okay. I do have a few things in mind, so I'll just drop them into your mailbox in the dorm like I always do. And thanks for offering.
Was? Es geht ja so weiter mit Sidequests? Really? Rin! Ey, hier vor diesem Tor haben sie schon die interessantesten Szenen abgespielt. Irgendwie finde ich es cool, dass jetzt hier nochmal eine kommt. Wer auch immer uns gerade ruft. Ah, die ganze Gruppe. Hey guys, didn't expect to run into you. Yeah, crazy coincidence, huh? Are you heading back to the dormitory too? That was the idea. Why don't we all head back together then? Yay, Gruppenspaziergang. Aber man wird bestimmt Trista einmal nochmal manuell durchlaufen können, oder? It's nice seeing the flowers as they start to bloom. Yeah, I know you said earlier they'd be in full bloom in a week, but I'm thinking it will be closer to the end of the month personally. Just in time for the welcoming ceremony. The new students will be able to begin their academic lives here surrounded by lino flowers, just as we did. How wonderful. You've all known each other since your first day here, right? That's right, nobody else started partway through the year like you did. But back then, I never could have imagined we'd get along this well. We got off to kind of a rocky start. You're telling me. Especially Magiers and Uses. Oh mein Gott, jetzt kommen die ganzen Flashbacks. Jetzt lassen sie wahrscheinlich so alles aus Teil 1, die ganzen Anfänge nochmal Revue passieren. For what it's worth, I do regret the way I behaved back then. It's not exactly something I'm terribly proud of. Oh, think nothing of it. Immaturity makes fools of even the best of us at times. Thanks, hold on, what's with that expression? You weren't exactly standing on the moral high ground either. I wouldn't have had as much of a reason to behave the way I did if you hadn't kept looking down your nose at me. Did you not hear me say the best of us? It was hell on all of us at the time, but it's all just a fond memory now. Ich dachte, Elisa spricht jetzt nochmal ihren Fail-Moment mit Green an, wo er auf sie raufgefallen ist, aber Gott sei Dank tat sie das nicht. Das ist immer so ein bisschen cringe. I suppose the same could be said about your and Green's... Ah, okay. Ja, jetzt macht Laura das, okay. Could be said about your and Green's little incident at the start of the year, couldn't it? Just had to bring that up, didn't you? I should have seen this coming. Ey, vor allen Dingen ergibt das voll keinen Sinn, dass ausgerechnet Laura, die ja jetzt mit Reen zusammen ist, dieses Thema nochmal anbringt. Da profitiert ja gerade keiner von. Außer, dass die Gruppe vielleicht nochmal lacht. Ach nee, Alisa ist auf Reen gelandet, so rum war das. Oh, little incidents are my favorite. Tell me, tell me, tell me. Well... don't you dare, she's the last person who needs to know. Naja, man kann es ja auch so formulieren, dass es jetzt nicht so crazy klingt. Also ich meine, wenn du einfach nur sagst, ja, wir sind da so eine Rampe runtergerutscht, war das nicht sogar, dass Sarah uns so eine Art Falle gestellt hat und dann sind die quasi aufeinander gefallen und so liegen geblieben für einen kurzen Moment. Ich finde, das klingt jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, aber die Bilder dazu, die sind schon komisch. Our first day really was full of surprises. Yeah, I can't imagine too many teachers welcome their students by dropping them through a hole in the floor. Ja, sage ich doch. Ja, guck mal, wie ich mich noch erinnern kann, obwohl das jetzt auch schon wieder ein bisschen her ist. Ach, die zögerlichen Anfänge, ey, wenn man bedenkt, was seitdem alles passiert ist. Even without having to fight a gargoyle on the way out, that's a pretty memorable start to a school year. That gargoyle proved to be quite the opponent too. Da waren unsere Arkus ja auch noch ganz neu. Haben wir die nicht sogar erst nach dem Kampf bekommen? Oder war das der erste richtige Kampf, wo wir die einsetzen konnten? I'll say, and when we finally managed to pull together and defeat it, she just casually drops in like nothing happened. It's like she was lying in wait the whole time, watching and waiting for her chance to strike. That's exactly what she was doing. Und dafür lieben wir sie doch, oder? Sind wir mal ehrlich. Oh Gott, wie brav wir alle damals noch nebeneinander standen, wie sich alle irgendwie noch gar nicht kannten. Das ist schon wieder so weit weg. Still as exhausting and unusual as it was, that was how our class began.
I'm pretty sure it's burned into all of our memories at this point. How could it not be? I have no doubt about that. Ich erinnere mich an deren Vergangenheit teilweise besser als an meine eigene. Was sagt mir das über mein Leben? Even so, I'm sure it's one of the memories that I cherish decades into the future. Oh, now you've got me all jealous. Now it's my turn to do something crazy and make some super memorable memories too. Naja, wie das mit uns anfing, das war ja auch sehr memorable. Wo wir dich im Umfeld von Berea haben rumfliegen sehen und erst viel später gecheckt haben, dass du dann irgendwann doch zu uns stößt und wer du bist und alles und überhaupt. Also da gab's schon Momente. Don't you dare. I try to imagine what she's thinking when she says something crazy. Ja, ich wäre gespannt. Aber ich glaube, sie muss sich nicht mal Mühe geben. Das kommt ganz von selbst. Wenn wir einfach nur ein bisschen Zeit noch miteinander verbringen. On a hopefully unrelated note, what are we gonna do for dinner tonight? I'd only planned on getting something over at Kirsch's, but if anyone has any better ideas, I think it may be a good idea to make something for ourselves. If we divide up the work between us, I'm sure our meal will have quite a bit of variety too. That does sound nice. My cooking skills were in danger of getting rusty too. No objections here. Ich frage mich, wer hier aus der Gruppe am besten kochen kann. Wissen wir das? Ist das irgendwann mal Thema gewesen? Ich glaube, so einen richtigen Profi-Cook haben wir hier nicht, ne? Well, obwohl doch, warte mal. Laura war doch mal... Von wem hat Laura nochmal sich das Kochen beibringen lassen oder sich da so hart für interessiert? War das Emma? Ich glaube, das war Emma. Well, unless anyone has what they need already, I think it's time to split up. We've probably got a lot to buy, so... That won't be necessary. Sharon! Yes! Cool, dass wir sie nochmal zu sehen bekommen. Ich freue mich. Sharon? What reason could you possibly have for being here? The chairman gave me her permission to return to my former position as your dormitory's caretaker. Which means I am here to serve you all once more. There may only be a short time left until the end of the year, but I'll make sure you want for nothing during it. I've already started preparing your evening meal, so there's no need to go out and buy anything. Oh, well, how about that? I'm fine with this. We will gladly accept your offer. Sharon's cooking's better than whatever grub we could rustle up together anyway. How do you manage to get permission from Mother in the first place, though? Weren't you helping to rebuild the Rhineford group? I thought the company was getting so many orders in, it was struggling to keep up. Now that Master Gwyn has returned to the company, everything is back in order. He and the chairman have been speeding through one task after another since he got back. Amazing. Absolutely amazing. So the former and current chairman make quite a team, I see. Boy, I'm starving. Wouldn't mind a drink either. With the weather getting warmer, it's just about time for peak beer season. Huh? What are you guys all gathered out here for? Oh, why are you here? It's a pleasure to see you too, Lady Sarah. I brought a bountiful supply of smoked oysters and sardines if you'd like a snack to accompany your beer. Would you like them alongside your dinner? Damn it. Yes. I'm surprised she can just walk around in public like this. You know, considering her affiliation. I'm guessing there's some sort of agreement in place between Rhineford and the government to leave her alone. Though, even if there weren't, I can't imagine anything would be able to stop Sharon from doing what she wants. Aber vielleicht wollten die halt für sich auch kochen, ne? Ist ja auch so eine gemeinschaftliche Aktivität, also eine Art Abschiedsessen als Class 7. Aber gut, sie hat schon angefangen. Und die meisten haben es ja auch positiv aufgenommen und ihr Angebot willig angenommen, insofern. Ich glaube, das fanden nicht alle aus der Gruppe vielleicht zwingend gut, keine Ahnung. Whew. I think I might have eaten too much. It's been so long since we last had Sharon's cooking. She hasn't lost her touch. None of it feels heavy on my stomach at all.
Well, that's all my work done for the day. Maybe I should go see how everyone else is doing. You can explore Class 7 storms on the night before each free day. Be aware, however, that the story will progress should you return to Reen's room. Oh Gott, ist das lange her, dass wir das hier getan haben. Ich bin ja total begeistert. Alles der alten Zeiten wegen. So, das gegenüberliegende Zimmer ist scheinbar leer. Hier hat doch Crow mal residiert. Achso, das ist sogar vertont, okay. I think I'll stay away from it for now. I feel more like going around and talking to everyone. Ja, da drin hätte ich mich trotzdem... Da hätte ich mich trotzdem gerne umgeguckt, einmal ganz kurz. Vielleicht hat er ja irgendwas hinterlassen, irgendeine Erinnerung. Aber ich glaube, Reen ist emotional noch nicht stabil genug, um da jetzt reinzugehen. Und wer kann es ihm verübeln? So, ich bin jetzt auf der Jungsetage. Warte mal, ich würde gerne ganz unten starten. Wo geht's denn hier runter? Oh mein Gott, ich weiß nicht mal mehr. Ich weiß nicht mal, wenn man die Treppen hier richtig entlang läuft. Wie traurig ist das denn? Hey, Celine. Hat sie nicht mal ein Katzenkörbchen? Wie sie ja einfach irgendwie so völlig lieblos auf dem kalten Boden liegt. Oh, there you are. You look bored, Celine. I guess I am. My work's done at this point. I feel like I aged a few decades as soon as the war came to an end. Come on now. Feels a bit strange to be saying it after the fact, but you fought pretty well over in Crossbell. You've really mastered piloting Valimar. I'd like to think so anyway. I feel like I could pull off just about anything with him now. And to think, I couldn't do half as much with him when I was first starting out. You do realize you just admitted you were totally useless, right? I wonder if you're gonna be okay without us, you know? Valimar must have drawn the short straw to end up with a budding awakener like you. Thanks for worrying about me all the time, Celine. Excuse me, what makes you think I was worried about you? Just about everything. From what I can tell, you've always worried about me. Back in the beginning, when I didn't know anything about piloting, you were always there to guide me through our battles. I doubt I would have ever come this far if you didn't have my back. So, thank you. For all of it. Why do you always have to be like this? There are parts of the legends passed down in the clan that not even Emma and I know about. But just bear this one thing in mind. Divine Knights have incredible power, and they can become devils just as easily as they can become gods. Don't worry, I know. And I won't forget. Anyone in my position needs to know the difference between right and wrong. I'm well aware of that. That's fine then. Anyway, good luck, I guess. If you really need it, I can always come and help out. Ich finde so unnormal, dass sie so gar nicht imstande ist, auch mal ein nettes Wort anzunehmen oder ein Dankeschön oder so. Ich meine, das war ja am Anfang noch ganz lustig, aber irgendwann ist ja auch mal gut. Wie kann man sich denn beleidigt fühlen, wenn jemand sich bei einem bedankt oder sich drüber aufregen? Ich weiß nicht, irgendwie ist sie dahingehend ein bisschen schwierig. It's a potted plant grown by Fee. It gives off a gentle, calming aroma. Cool. Gemütlich vor allen Dingen. Wer schläft denn hier? Ist das Krankenzimmer? Ist das Sarahs Room? Aber Sarah hat ja oben ihren Raum. Keine Ahnung, wessen Bett das hier sein soll. Oder Sharon? Das könnte Sharons Zimmer sein. Hier war nicht weiter, oder? Wobei, das wäre echt gemein, wenn die hier so in der letzten Endphase des Spiels irgendwo in so einem Regal in irgendeinem völlig irrelevanten Nebenraum noch irgendein Item platzieren, was dann vielleicht am Ende sogar Platin-relevant ist oder so. Oh, good evening, Master Reen. I thought you had already retired for the evening. How would you like for me to put together some supper? I appreciate the offer, but I think I've eaten more than I should have as it is. Your cooking really is delicious, Sharon. I was starting to miss it after not having it for so long. It was my pleasure to cook for all of you again, so I pulled out all the stops with this one. Seeing all of you happily indulging my handiwork always makes every second of preparation worth it. Is something the matter, Master Reen? Oh, I was just thinking about how you haven't changed a bit. I'm not sure it's my place to ask, but is everything all right over at Ouroboros? I can't help but wonder after how things turned out. Vita seems really shocked. I'm afraid I haven't a clue.
No word of what's been happening in the society has reached my ears since then. I have no idea where the second Anguis is now. Nor do I know what happened regarding the Phantasmal Blaze plan after the Chancellor declared he was taking it over. And quite frankly, none of it is my concern. The answers won't change who I am, and it won't suddenly cause me to shift priorities. I am and always will be a proud maid of the Reinford family. Not because of the freedom we enforcers are granted, but because that is simply who I am. Much like how you being the Ashen Chevalier doesn't change how you are also a proud member of Class 7. I suppose you're right. And no matter what happens to you in the future, never lose sight of who you really are. It's almost time for me to return to Ruhr. But should you ever need me again, I will gladly rush to your side. Thank you, Sharon. I'm glad you can stay here for a while longer. Ja, sie ist halt auch ein Charakter, den ich länger lieber im Hauptteam gehabt hätte. Wobei man sagen muss, die Entscheidung wäre mir echt schwer gefallen, mein Team zusammenzubauen, wenn Sharon und vielleicht auch noch Claire mit dabei gewesen sind. Ich glaube, Angie hätte es nicht in die Hauptgruppe geschafft. Also Claire hätte wahrscheinlich am ehesten den Vorzug bekommen, dann Sharon und dann Angie, obwohl ich alle drei ganz gerne mag. No matter what may happen, never lose sight of who you really are. Please know that I will always support you, however, no matter how far apart life takes us. Dankeschön. Wie auch immer das funktionieren soll, wenn wir am anderen Ende der Welt sind und deine Hilfe just in diesem Moment benötigen. Aber vielleicht probieren wir es irgendwann aus und lassen uns überraschen. It's too late to be wandering out. Naja, früher bist du zu später Stunde auch noch vor die Türe gegangen. Außerdem ist Trista, glaube ich, der sicherste Ort, den es jemals in The Legend of Heroes gegeben hat. Wobei, naja gut, nach dem Ende von Teil 1 und der Einnahme oder dem Einfall des Gegners hier hat sich das dann gar nicht mehr so sicher angefühlt. Also Trista ist nicht unbesiegbar, aber ich glaube, man kann hier schon zu später Stunde noch vor die Tür gehen. Hey, Elliot. Taking care of your violin? Yeah, it's taken care of me over the past year, so why not return the favor? I'm actually planning on giving a few of them to the Academy before I go. Just to make sure next year's first years have something to practice with. That's really generous, and sure to make a lot of people happy. And you'll finally be heading off to a music academy, just like you always wanted. I bet they'll push you pretty hard over there, too. I don't doubt it. I'm going to need to be all music all the time if I want to stand a chance at keeping up. Though, to be honest, after all the time I've spent here, I don't really want my life to be completely about music. I love it, obviously, but to be a balanced person, I want to have a bit more variety in my life, like I had here at the Academy. For one thing, I don't want to get too rusty with my orbital staff. Good to hear. I hope everything works out for you. Thanks. Me too. No, it's nothing. Either way, Heimdall and Trista are really close, so don't be a stranger, okay? I know you're gonna have tons of work to get through between your classes and your missions, but... Don't worry, I'll make time. I'm sure we'll have plenty of chances to see each other. There's still a ton of Heimdall I haven't seen, too. You'll have to show me around next time I make it over there. You bet. Der Elliot, der wollte doch eigentlich noch mehr sagen. Hat er sich das jetzt nur gekniffen, weil wir hier keinen allzu hohen Rang haben? Wir sind jetzt bei einer 5. Das ist neben Gaius mit der niedrigste Rang. Ich weiß nicht, ob das nicht so ein Wink mit dem Zaunfall war, dass er, hätte ich diese Bindung mehr gepusht, ob er dann nicht vielleicht mehr gesagt hätte. Fiona and my friends over at the Music Academy really helped me out with the work I needed to do to enroll there. It will be great to practice with them again. Between tomorrow's flea market and the chance to play with my old friends, I've gotta make sure I'm up to snuff. Muss ich direkt aufstoßen. Fiona and my friends over at the Music Academy. Ich fand das übrigens ganz gut, dass er gesagt hat, dass sich sein Leben nicht nur um Musik drehen soll, weil ich finde,
dass Elliot neben Gaius somit der eindimensionalste Charakter eigentlich ist. Wobei bei Elliot noch ein bisschen mehr Tiefgang mit drin war, als wir damals diese Szenen mit ihnen in Heimdall hatten. Ich glaube aber, das war in Teil 1 im Rahmen der Field Study. Und ansonsten ist sein ganzer Charakter halt von diesem Musikthema so krass dominiert. Aber noch schlimmer finde ich das bei Gaius. Weil der kann ja außer Wind und Spirits und North Highlands und Heil Aidios und möge der Wind uns leiten, irgendwie geht das darüber nicht hinaus. Und ich hatte mir eigentlich bis zum Schluss erhofft, dass sich das noch ändert, aber der Fall ist leider nicht so ganz eingetreten. Something on your mind, Eustace? For the first time in a long time, no. I'm just taking a short break. Looking over an endless sea of documents can be rather tiring on the eyes. Oh, are those the tax reports you mentioned? Ordinarily, this would be my father's work, but His Majesty has yet to decide his fate. Rufus hasn't so much as glanced in Berea Hard's direction since he took his new job in Crossbell either. As such, the task falls to me. Man, I knew everyone in our class had it pretty rough right now. You've got it roughest, no contest. If my ego had its way, I would boast that filling in for my father is a simple and mundane task. But on top of the paperwork, I'll need to manage the provincial army and oversee the province as a whole. Then there's the matter of keeping the most stubborn of the nobility in check. I don't expect the first 6 months to be pleasant. The fact that you're already thinking 6 months ahead is pretty impressive as it is. Standing in for Duke Alberea like that must take some real confidence. I know you'll manage, though. That much is obvious. What is it? It's nothing. In the days to come, more people will be relying on you than ever before. But no matter who does so or what they ask, do not lose your pride as a noble. Act independently, your head held high. Maintain your pride and your autonomy, and I'm sure you'll be fine. Thanks. I promise I will. I'll hold you to that. Da war auch wieder dieses Zögern wie bei Elliot, aber ich glaube, Eustace ist eigentlich ein Rang höher. Aber vielleicht sprechen die erst, wenn die 7 erreicht ist, oder du kannst nur für einen Charakter irgendwie einen Sonderdialog freischalten. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Ja, bei Laura müsste dann eigentlich was passieren. Es sei denn, das ist standardmäßig und so gewollt und du kannst dran nichts ändern, dass sie sich am Ende mit irgendeinem Thema zurücknehmen. My first 6 months back in Berea Hard will likely be entirely consumed by work. While I do have some trepidation about fulfilling my father and brother's duties, I have no choice but to try. I am a son of House Berea after all. My first 6 months back in Berea Hard will likely be entirely... was ich halt nicht verstehe, ist, dass der hier in so einem Gastübernachtungshaus, dafür gab es irgendwie, in so einer Unterbringung, dafür gab es irgendwie ein anderes Wort. Man konnte Dorms noch anders übersetzen, außer irgendwas mit Schlafen. Mir fehlt gerade das Wort. Dass der hier seiner Arbeit nachgeht und dass sie den nicht irgendwie eingezogen haben, damit er in der Villa von den Albareyas dieser Arbeit nachgeht, das überrascht mich ein bisschen. Aber vielleicht wollte er das auch nicht, was ich ja durchaus verstehen kann, weil ich glaube, er bringt Dinge halt auch immer gerne zu Ende und bricht ungerne mittendrin ab, aber trotzdem ist ja wahrscheinlich einfacher, das vor Ort dann alles irgendwie zu handeln. Also Respekt auf jeden Fall an seine Multitasking-Fähigkeit, wollte ich damit sagen. Are you finishing up your painting, guys? Yeah, this is my last one. I want to make sure I'm completely satisfied with it before declaring it finished. That's understandable. You're going to keep painting once you're back at home, though, right? Well, I don't know how much time I'll have to set aside for it, but I intend to keep working on it, bit by bit. There's growing reason for concern in Calvert to the east of the Highlands. But all in all, things are more peaceful now than they were. I should be able to focus on painting my magnum opus. Oh, is it going to be of Nord? If anyone can make a masterpiece of the Highlands, it'd be you. That wouldn't be such a bad idea. But actually, I was intending to paint a picture of the Academy, its students, and the courageous. You mean... Now you're getting it. I want to capture the day we liberated the Academy. And once I've finished it, I fully intend to return to Erebonia with it in hand. What better way to forever memorialize this place as my second homeland? Man, you really are amazing.
Well, if you ever need reference materials, you know who to call. I can get pictures of anything you might need and send them over. I know you're talented, but that's a lot to paint off of just your memory. I'd appreciate that. Sehr gut. Haben wir direkt ein neues Thema, was uns verbindet für die Zukunft, wo auch immer unsere Wege uns hinführen werden. I'll be taking this painting back home with me once I'm done. It will be nice to have a tangible memento of my time at this academy. And I hope I'll give everyone back home the courage they need to keep going. This painting back home with me once I'm done. Nice to have a tangible. Okay, das hat er schon mal gesagt. Stimmt, dieses Hobby mit der Malerei, das habe ich jetzt zwischenzeitlich auch nochmal ausgeblendet. Aber mir fehlt so dieses, wer ist Gaius eigentlich? Was denkt er? Wie fühlt er? Was triggert ihn? Was ist sein Lieblingsessen? So, was sind so seine Charaktereigenschaften? Er hat halt so keine Ausreißer, keine Merkmale, wo man sagt, das ist so ein typischer Gaius-Moment. Wisst ihr, was ich meine? Hey, Machias. Working hard or hard? I'll stop you right there. Of course I'm hard at work. Just look at the size of this book. If I can't internalize as much of it as possible while I'm here, I'm doomed to failure from the start. And this is one of your new textbooks? Man, Heimdall's political academies don't mess around, do they? You'll be the youngest person there, right? Most likely. I'd normally need to have graduated from Thor's with a bit more experience under my belt to have gotten in. There are a few Thor's grads there already, though. They take some every year. And as you might imagine, the recent political upheaval has the place swarming with applicants this year. The entrance exam was hard enough on its own, but that's just the tip of the iceberg. Can't say I envy you. Still, I know you're going to be just fine. You're so smart that you can handle any subject they throw at you. Growing up with your dad should give you a leg up on the politics, too. Yeah, no pressure there. Honestly, there are times when I think diving into things head first like this is a giant mistake. What's wrong? Oh, it's nothing. It's just... I know we're probably going to both be really busy with our own lives come spring, but let's make time to have lunch together once in a while or something, okay? Studying is all well and good, but even I need a change of pace every now and again. I think that can be arranged. The train from here to Heimdall only takes a half hour. I don't see any reason why we wouldn't hang out sometimes. Then it's a date. Yay, ein Date mit Machias. Ob uns Laura das erlauben wird, ich weiß nicht. Wir fragen sie beim nächsten Mal um Erlaubnis. Und sonst so, Machias? I'm still amazed I managed to get into that academy in the first place. I applied expecting to fail, to be honest. But getting in at all is a blessing, so I'm going to work as hard as I can to make the most out of it. Of course, I am not the only one who will be swamped next year. Both of us will have to be careful not to burn ourselves out. Da musst du genauso aufpassen wie ein gewisser Reen und auch eine gewisse Tower. Wir sitzen alle so im gleichen Boot, wenn es darum geht, sich vielleicht ein bisschen mehr aufzuhalsen und aufzuladen, als Normalsterblicher eigentlich verarbeiten und leisten kann. So, ihr Lieben, dann würde ich mal sagen, machen wir beim nächsten Mal mit den Mädels weiter. Rauskommen wir ja nicht. Das heißt, wir werden vermutlich danach direkt in den nächsten Free Day starten. Und entweder wir können da nochmal in Trista rumlaufen und mit allen quatschen, wovon ich stark ausgehe. Oder das löst am Ende die Abschlusssequenz aus und wir bekommen Cutscenes oder sowas zu sehen. Aber irgendwie glaube ich das nicht. Und ich kann jetzt schon sagen, ich glaube, Cold Steel 2 ist das JRPG, wo ich das Gefühl habe, dass die Entwickler es am schwersten übers Herz bringen konnten, das Spiel hier zu einem Ende zu führen, weil ich habe jetzt hier bestimmt schon 15 Mal gedacht, dass das Spiel irgendwann zu Ende ist und es geht immer noch weiter und es ist irgendwie kein Ende in Sicht und ich bin gespannt, wie viele Folgen wir hier noch zusammenkriegen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!